Eine verlustlose Strategie für eine kleine Erstanlage, minimales Risiko und schneller Gewinn. Sie werden alles sofort sehen. Sie sind auf Sophia Trade Kanal. Los geht's! Hallo liebe Freunde, ich bin Frau Achtsehen. Heute haben wir eine professionelle Strategie, die nicht für diejenigen geeignet ist, aber dennoch interessant ist, denn wir in der Lage sind, das heutige Wissen in der Praxis anzuwenden. Werden Sie täglich erstaunliche Ergebnisse erzielen, glauben Sie mir. Also, wenn Sie den Markt verstehen, wie Oszillatoren funktionieren, wie sich der Preis bildet, schauen Sie sich dieses Video bis zum Ende an. Ich bin sicher, Sie werden die heutigen Ergebnisse genießen. Also, ich habe diese Strategie bereits auf meinem Kanal besprochen. Heute haben wir ein schönes Ziel, unser Depot auf $10.000 zu erhöhen. Der Handel wird also riskant, aber sehr interessant sein. Heute brauchen wir nur einen Indikator, unseren geliebten RSI. Aber wir werden nicht wie sonst als Indikator für kritische Zonen verwenden, sondern wir werden nach einer Diskrepanz zwischen dem Oszillator und der Grafik suchen. Stellen wir ihn schnell ein. Ich mache ihn ein bisschen kühner, um ihn besser beobachten zu können. Das ist viel besser. Sie werden vielleicht überrascht sein, aber wenn die Grafik steigt, kann der Indikator manchmal fallen. Das nennt man dann Diskrepanz. Das sind die Momente, nach denen wir suchen werden. Es kommt nicht oft vor, aber es funktioniert sehr gut. Lassen Sie uns also jetzt ein solches Beispiel finden und damit handeln. Sehen Sie ein schönes Beispiel. Was will ich Ihnen hier zeigen? Wir achten auf die steigende Grafik und auf den Oszillator. Die Grafik steigt, weil wir sehen, dass die Höchst- und Tiefstwerte ständig zunehmen. Es handelt sich um eine eindeutig steigende Tendenz. Wir können eine Trendlinie durch mehrere Scheitelpunkte ziehen. Ja, es ist nicht genau eine Trendlinie, es ist eine Widerstandslinie. Aber wenn wir uns den Oszillator ansehen, hier ist zum Beispiel ein Scheitelpunkt in der Grafik und hier ist auf dem RSI. Hier ist der dritte Scheitelpunkt auf der Grafik, hier ist auf dem Indikator. Wenn wir den RSI betrachten, bleibt er auf demselben Niveau oder beginnt sogar zu sinken. Die Grafik steigt, der Trend in der Grafik steigt, aber der RSI zeigt kein Wachstum an. Also dies nennen wir eine Diskrepanz oder Divergenz. Wir suchen also nach diesen Momenten, in denen die Grafik steigt und der Indikator fehlt oder umgekehrt. Jede dieser beiden Situationen ist für uns geeignet. Wir werden in solchen Situationen handeln. Das Wichtigste ist, dass die Grafik dem Oszillator früher oder später sowieso hinterherlaufen wird. Wenn also die Grafik steigt und der Oszillator fehlt, handeln wir, um den Kurs zu senken. Also wenn der Oszillator steigt und die Grafik fehlt, handeln wir aufsteigend. Lassen Sie uns also unsere erste Handelssituation finden und mit der Praxis beginnen. Also Freunde, was ist hier offensichtlich? Wir kommen zurück zu unserer Divergenz, zoomen wir die Grafik heran und analysieren wir die Situation. Ich markiere den ersten Scheitelpunkt mit einer vertikalen Linie und wir nehmen die zweite vertikale Linie und platzieren sie zwischen den beiden Scheitelpunkten. Was sehen wir hier? Die Grafik hat zwei Scheitelpunkte gebildet. Man kann es hier sehen. Wenn wir eine Linie durch sie ziehen, werden wir feststellen, dass die Grafik das Maximum aktualisiert hat, was bedeutet, dass die Tendenz steigend ist. Allerdings zeigt der Indikator bei diesen beiden Scheitelpunkten eine deutliche Abwärtstendenz, da der zweite Scheitelpunkt niedriger ist als der erste. Der gleiche zweite Scheitelpunkt ist jedoch höher als der erste in der Grafik. Wir verstehen also, dass es sich um eine Divergenz handelt. Der Preis steigt auf der Grafik, während er auf dem Oszillator fehlt. Wie ich bereits gesagt habe, wird die Hauptgrafik immer dem Oszillator folgen.
Und da der RSI eine sinkende Tendenz anzeigt, haben wir ein $1000 Geschäft zur Senkung eröffnet und schnell einen schönen Gewinn erzielt. Also, die Verfallszeit ist 1 Minute, japanische Kerzen sind auch für 1 Minute eingestellt. Alles ist großartig. Ich hoffe, ich habe ein schönes Beispiel für ein Absenkungsgeschäft gezeigt. Wir achten auf lokale Scheitelpunkte, die nahe beieinander liegen. Ziehen Sie die Linien nicht so und versuchen Sie eine Divergenz zu finden. Das ist ein zu großer Abstand. Wir nehmen nur die nächstgelegenen Scheitelpunkte, die auf dem Oszillator so aussehen. Wie so. Also, weiter geht's. Also Leute, kommen wir zu unserem nächsten Deal. Diesmal geht es um den Aufstieg. Das Prinzip ist das gleiche, nur umgekehrt. 2 Scheitelpunkte auf der Grafik. Dieses Mal sind es keine Scheitelpunkte, sondern Minimalpunkte. Wir ziehen eine Linie und sehen, dass der zweite Tiefpunkt niedriger ist als der erste. Der RSI behält jedoch eine steigende Tendenz bei. So ist es klarer, die Linie hat hier den Boden berührt ihn im Moment nicht. Wir können also auf eine Art Reaktion oder Korrektur warten. Ich hoffe, dass die Grafik jetzt ein weiteres lokales Minimum bildet, während der Oszillator dieses lokale Minimum noch nicht aktualisiert hat. Da die Grafik dem Oszillator jetzt etwas voraus ist, können wir davon ausgehen, dass es zu einer Art Aufwärtsbewegung kommen wird. Es ist noch nicht so stark, aber ich denke, wenn diese Kerze im grünen Bereich schließt, wird sie die Grafik umkehren und aufgrund dieser Divergenz ansteigen. Welche Fehler könnten bei der Suche nach der Divergenz auftreten? Genau hier scheint die Grafik zu steigen und der Oszillator ebenfalls. Allerdings ist dieser Anstieg viel schneller als dieser. Dieser ist viel schneller als die zweite. Der Indikator steigt sanft an und die Grafik steigt schneller an. Das ist nicht der Fall bei einer Divergenz, denn beide steigen an, auch wenn der eine etwas schwächer ist. Wir suchen nach Situationen, in denen die Grafik und der Indikator divergieren, wenn der eine steigt und der andere fehlt. Lassen Sie uns hier ein Geschäft zum Absinken eröffnen. Es ist nicht nötig, ausführliche Kommentare abzugeben. Sie sehen es ja selbst. Wir ziehen eine Linie durch 2 Scheitelpunkte. Dieser Scheitelpunkt hat sich noch nicht ganz gebildet, aber wenn diese Kerze in Rot erscheint, ist es ein gebildeter Scheitelpunkt. Die Grafik ist steigend und der Oszillator leicht fallend. Dieser Scheitelpunkt hat das letzte Maximum nicht aktualisiert, genau hier, wo die Linie der 70er-Zone berührt hat. Wir werden sehen, was passiert. Im Grunde geben wir ein bisschen im Voraus nichts für einen anderen Scheitelpunkt warten. Noch 13 Sekunden beobachten wir einfach das Ergebnis. Ich bin mit dem Einstiegspunkt zufrieden. Lassen Sie uns weiter auf Senkung handeln, da der Scheitelpunkt bereits erschienen ist und das Maximum noch nicht aktualisiert wurde. Was bedeutet, dass der RSI immer noch sinkt. Obwohl es nicht wie eine Abwärtsbewegung aussieht, ist es offensichtlich keine Aufwärtsbewegung wie in der Grafik. Wir eröffnen also ein weiteres Geschäft für eine Absenkung. Ich schalte auf eine 5 Sekunden Grafik um und wir werden sehen, wie dieses Geschäft abschließt. Unbefleckter Fall. Der Markt erholt sich langsam, aber das hindert uns nicht daran, Gewinne zu erzielen. Wir werden sehr gut. Weiter geht's. Wir beobachten die nächste Situation. Das Bild ist sehr interessant. Alle Scheitelpunkte liegen sehr nahe beieinander und wir können die Divergenz zwischen der Grafik und dem Oszillator vollständig sehen.
Wenn wir ein wenig heranzoomen, wird es noch deutlicher. Hier wurde das Maximum noch nicht aktualisiert. Hier und hier ist es schon eine Weile her, dass wir über dem letzten Maximum lagen. Wir warten also auf eine Art Rollback oder Korrektur. Das Geschäft zum Absenken beobachten wir jetzt. Wir bekommen einen weiteren Gewinn ohne Probleme. Wir haben heute Glück. Nicht ein einziger Verlust. Wir brauchen nur noch ein paar Deals, um unser heutiges Deal zu erreichen. Also eine weitere potenzielle Situation für ein Geschäft zum Absenken. Wir warten darauf, dass sich der Kerzenkörper oberhalb dieses Niveaus fixiert. Markieren wir es mit einer horizontalen Linie. Das Wichtigste für uns ist, dass sich der Kerzenkörper oberhalb fixiert. In der Zwischenzeit achten wir auf diesen Scheitelpunkt. Er sollte niedriger als dieser sein. Und es sieht so aus, als würde die Divergenz nicht auftreten, da sich die Kerze so gebildet hat. Okay, das ist uns egal. Ich klicke auf nach unten, weil es hier ein Niveau gibt. Dieses Geschäft entspricht nicht ganz der Strategie, aber wir können es jetzt machen, da diese Lösung sehr qualitativ ist. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich einen Deal mache, der nicht mit der Strategie übereinstimmt. Es ist nur ein Geschäft, ich denke, das macht nichts. Schauen Sie nur, wie erstaunlich dieses Signal ist. Es gibt ein schönes Widerstandsniveau. Diese Kerze hat sich auch perfekt gebildet. Es handelt sich um eine Doji-Kerze mit einem aufwärts gerichteten Schatten, was bedeutet, dass die Grafik fälschlicherweise versucht hat, dieses Niveau zu durchbrechen, was ihr aber nicht gelungen ist. Wir warten also auf einen Rollback. 12 Sekunden bis zum Ende des Deals. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Super, wir bekommen ihren Gewinn und machen weiter. Also Freunde, die endgültige Situation. Ich hoffe, dass es keine Überraschungen geben wird. Wir werden einen weiteren $100 Deal für den Anstieg machen, um sicher zu sein, dass wir 10.000 auf unserem Konto erreichen. Die gleiche Divergenz wie immer. Wir ziehen eine Linie durch 2 Scheitelpunkte. Die Grafik zeigt eine Abwärtstendenz, während der RSI diese lokale Minimum nicht aktualisiert hat. Wir handeln also auf steigende Kurse und warten auf eine Art kleine Korrektur von diesem Niveau aus und beobachten wir das Ergebnis. Wir verdienen heute ohne Probleme. Ich glaube, wir haben erstaunliche Ergebnisse. Wenn Sie mit mir zusammen handeln und jederzeit Geld verdienen wollen, vergessen Sie nicht, dass ich einen kostenlosen Telegram-Kanal habe, in dem ich täglich Handelssitzungen abhalte. Ich denke, Sie haben sich schon vor einiger Zeit vergewissert, wie professionell ich bin. Alles, was Sie tun müssen, ist das Wissen, das ich Ihnen vermittle, in der Praxis anzuwenden oder einfach meine Geschäfte zu kopieren. Das war's für heute. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss.